Wir alle haben ein Bankkonto. Aber was bedeutet es eigentlich für Kontoinhaber und Anleger, wenn eine Bank Konkurs geht? Über das reden wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Nach der Hypothekarkrise im Herbst 1991 ist die Spar- und Leihkasse Thun zusammengebrochen. Es hat einen Bankrun gegeben und viele Kunden haben Geld verloren. Seither haben sich die Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften zwar verschärft, aber das Beispiel von der CS zeigt, dass immer wieder Banken ins Wanken geraten. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das nicht mehr vorkommt. Grundsätzlich ist ein Guthaben auf einem Privat- oder Sparkonto nur eine Forderung gegenüber der Bank. Als Gläubiger ist man darauf angewiesen, dass die Schuldnerin, in diesem Fall die Bank, auch zahlen kann. Als Bankkunde solltest du wissen, wie gut deine Kontoguthaben und Wertschriften im Konkursfall von einer Bank geschützt sind. Die Schweizer Einlagensicherung EasySwiss sollte dafür sorgen, dass jede Person, die ein Konto im Inland hat, im Fall von einem Bankenkonkurs an ihr Guthaben kommt. Heute sind maximal 100'000 Franken pro Kopf und pro Bank gesichert, zumindest theoretisch. Das Geld dafür kommt von allen Banken mit einer Geschäftsstelle in der Schweiz. Sie müssen Mitglied von EasySwiss sein, wo als Verein organisiert ist. Der Einlegerschutz gilt also auch bei Auslandbanken, die in der Schweiz eine Filiale haben. In der Finanzkrise war das entscheidend. Die Luxemburger Tochter von der isländischen Kapfing Bank hat eine Filiale in Genf und ist im November 2008 Konkurs gegangen. Seither hat es in der Schweiz keinen grösseren Konkurs mehr gegeben. Man hat den Eindruck, das kann gar nicht mehr passieren. Es gibt aber keine Garantie für das. Und darum monieren die Kritiker auch, dass das eine Schönwetterversicherung ist. Um in einem Konkursfall die betroffenen Kunden auszuzahlen, kann die EasySwiss maximal 7,9 Milliarden Franken von ihren Vereinsmitgliedern abrufen. Das entspricht gerade mal 1,6% von allen gesicherten Guthaben in der Schweiz. In einem hoffentlich nie eintretenden Konkursfall von einer systemrelevanten Bank wird das nie anlangen. Schon wenn eine mittelgroße Bank untergehen würde, könnte das die EasySwiss an Anschlag bringen. Viele Banken in der Schweiz haben mehr als 8 Milliarden Kundeneinlagen. Was passiert in diesem Krisenfall? Der Liquidationserlös wird unter den Gläubigen verteilt. Das Schweizer Konkursrecht sieht für so Fälle einen sogenannten Kollokationsplan vor. Der regelt, in welcher Reihenfolge die Ansprüche der verschiedenen Gläubiger bedient werden. Das Problem aus Kundensicht: man ist weithin in der Warteschlange. Zuerst werden andere Forderungen bedient. Zum Beispiel müssen aus der Konkursmasse noch die Löhne und die versprochenen Boni für die Angestellten und ihre Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Doch was passiert im Konkursfall mit deinen Wertschriften oder zum Beispiel Goldbarren im Schliessfach von deiner Bank? Sie gehören zum sogenannten Sondervermögen. Sie werden nur treuhänderisch von der Bank verwaltet und bleiben dein Eigentum. Im Gegensatz zu Kontoguthaben und Kasseobligationen sind Depotwerte nicht Teil der Bilanz der Bank. Sie fallen nicht in die Konkursmasse. Aber Achtung bei strukturierten Produkten. Sie fallen im Gegensatz zu Aktien, ETF und Fonds in die Konkursmasse der emittierenden Bank. Stell dir vor, du bist Kunde von der Bank A und du kaufst ein strukturiertes Produkt von der Bank B. Sagen wir auf Roche und Novartis. Wenn jetzt Bank B Konkurs geht, fällt dein Investment in die Konkursmasse. Selbst wenn die beiden Pharmawerte und deine Hausbank prosperieren. Übrigens gelten für Vorsorgevermögen wie Solidaria- und Freizügigkeitskonten separate Regeln. Aber das ist ein Thema für eine eigene Folge. Weißt du, welcher Anteil von deinem Vermögen irgendwo auf einer Bankbilanz sitzt? Hinterlasse mir gerne einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.